Was sind überhaupt Pseudoelemente? Ahoi beim WebDevLab. Willkommen zum 6. und letzten Teil dieser kleinen Videoserie über CSS-Selektoren. Wir klären heute, was Pseudoelemente überhaupt sind und wofür du sie einsetzen kannst. Mach die DevTools auf, starte deinen Editor, wir legen los. Und zwar mit der Frage, was sind eigentlich Pseudoelemente? Pseudoelemente ermöglichen es dir, einen bestimmten Teil eines Elements zu stylen und sie werden mit 2 Doppelpunkten direkt an das jeweilige Element angefügt. Das klingt noch etwas vage, gucken wir uns das Ganze praktisch an. First Letter, First Line. Möchtest du von einem Text den ersten Buchstaben auswählen, könntest du diesen in ein extra Tag schreiben. Aber mit dem Pseudoelement First Letter geht das auch ohne zusätzliches HTML. Möchtest du die gesamte erste Zeile selektieren, geht das mit First Line. Dabei ist die Zeile natürlich dynamisch, je nachdem, wo sie umbricht. Selection. Bleiben wir beim Text. Wenn ein User einen Textbereich markiert, hat der Browser einen eigenen Style dafür vorgesehen. Möchtest du diesen anpassen, kannst du das mit dem Pseudoelement Selection. Achte aber darauf, dass du weiterhin leserliche Farben verwendest. Der mobile Safari-Browser unterstützt dieses Pseudoelement leider nicht. Before und After. Um Inhalt vor oder hinter einem Element einzufügen, kannst du die Pseudoelemente Before und After verwenden. Sie erzeugen ein neues Inline-Kind-Element, wenn sie eine Content-Angabe haben. Diese ist zwingend nötig. Im Before und After sollten keine wichtigen Inhalte transportiert werden, da die Unterstützung von Screenreadern unterschiedlich ist. Es gibt inzwischen die Möglichkeit, einen Alternativtext für Screenreader zu hinterlegen. Falls du im Content-Element etwas anderes als Text verwendest, fügst du ein Slash an und schreibst dann in Anführungszeichen den Alternativtext. Da im Juli 2024 der Firefox 128 als letzter Browser erst Support für diesen Alternativtext hinzugefügt hat, kannst du je nachdem, wann du dieses Video schaust, eventuell noch nicht davon ausgehen, dass alle User einen Browser verwenden, der dieses Feature unterstützt. Das heißt, der Browser würde diese Zeile gänzlich ignorieren und ohne Content-Angabe dann auch das gesamte Pseudoelement. Aber zur Abhilfe kannst du dir einfach die CSS-Kaskade zunutze machen und Content einmal mit und ohne Alternativtext hinschreiben. Kennt der Browser die neuere Angabe, verwendet er sie, kennt er sie nicht, fällt er auf die vorherige zurück. Placeholder. Ergänzt du ein Input- oder Text-Area-Element um einen Platzhalter, kannst du das Aussehen anpassen durch das Pseudoelement Placeholder. Achte auch hier auf Leserlichkeit. Einige Browser setzen den Opacity-Wert des Placeholder-Elements von sich aus etwas herab. Solltest du das nicht wollen, musst du den Opacity-Wert explizit setzen, zum Beispiel auf Opacity 1. Backdrop. Mit Backdrop kannst du auf die Hintergrundebene von Elementen zugreifen, die sich über den Seiteninhalt legen. Wenn du zum Beispiel mit Dialog einen Modaldialog anzeigst, kannst du mit Backdrop die Ebene zwischen dem Dialog und dem eigentlichen Seiteninhalt stylen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und du hast etwas gelernt. Dann lass gerne ein Like da. Hast du Anmerkungen, dann hinterlasse mir einen Kommentar. Das war der letzte Teil meiner Serie zu CSS-Selektoren. Die Playlist mit allen Videos findest du hier im Abspann und natürlich im Kanal. Ab nächster Woche geht's wieder mit anderen Frontend-Themen weiter. Abonnier doch den Kanal, um keins der Videos zu verpassen. Bis dahin, Happy Coding und tschüss.